glaube, diese Präsentation schließt sich gut an mit die letzte Präsentation von Frau Rengers. Ich werde genau über diese einige Verteilungsanalysen und Vergleiche zu Beschäftigungsstatistiken, die ich durchgeführt habe. Nur als Hinweis, also ich bin nicht muttersprachig, also falls etwas unklar wird oder ja nichts verstehen ist, bitte einfach melden Sie sich. Ne? Und genau, also was die Motivation dahinter war. Also wir haben einen Datensatz von Textkernel gekauft und bevor wir Studien damit erstellen könnten, wollen wir besser verstehen, ja, also wie gut diese Daten die reale Arbeitsmarktnachfrage abbilden und somit so Fragen wie, gab es Fragen wie, okay, wo sind unsere Daten über- und unterrepräsentiert, wo gibt es Verzerrungen bei dieser Abdeckung und somit ja, für welche Gruppen sind diese Daten am besten geeignet und ja, letztendlich welche Analysen würden der Realität näher kommen. Ne? Und nur als Hinweis, ja, das ist keine Studie gewesen, diese Daten würden nicht veröffentlicht, also diese Analysen, das war sozusagen nur Grundlagearbeit für zukünftige Studien, die wir in der Stiftung da durchführen würden. Und dafür habe ich dann der Statistiken zu Beschäftigten unbegonnene Beschäftigungsverhältnisse der Bundesagentur für Arbeit genutzt. Die Daten zur Beschäftigten sind online verfügbar und begonnene Beschäftigungsverhältnisse muss man da direkt nachfragen. Und diese sind dann nach Klassifikation der Wirtschaftszweige zugeordnet und Klassifikation der Berufe. Aber weil unsere Daten nur bei Klassifikation der Wirtschaftszweige zugeordnet sind, also Online-Stellenanzeigdaten, werde ich diese fokussieren. So, die ganze Datenverarbeitung ist öffentlich verfügbar auf unser GitHub Repository, der heißt OGV Distribution Analysis. Man kann auf die Bertelsmann Stiftungs GitHub Seite finden. Ich würde gerne hier viel tiefer reingehen, aber wegen Zeitgründe werde ich einfach so das hier so zeigen und weitermachen. Genau, und was dieser Prozess macht, ist einfach so eine Tabelle zu erstellen mit Anzahl von Beschäftigten, Anzahl von begonnenen Beschäftigungsverhältnisse und Anzahl von Online-Stellenanzeigen. Das nach 1, 2 und 3 Stellen und für Deutschland insgesamt oder pro Bundesland. Genau. Und so die ersten Ergebnisse, die wir so wirklich durch diese Analyse sehen könnten, ist, dass ja es gibt eigentlich starke so Schwierigkeiten bei solchen vergleichenden Analysen, weil diese Variablen eigentlich ganz unterschiedliche Aspekte der Arbeitsmarkt abbilden. Ja? So sagen wir mal, ich habe eine Stadt und ich habe 10 Mitarbeiter in dieser Firma und dann würde ich erwarten, da 10 Beschäftigte. Ne? Und dann sagen wir mal, ich habe 5 von diesen Mitarbeiter oder MitarbeiterInnen in diesem Jahr eingestellt. Dann würde ich erwarten 5 begonnene Beschäftigungsverhältnisse und sagen wir mal, 2 von denen habe ich durch Netzwerke rekrutiert und für die anderen 3 habe ich dann Online-Stellenanzeigen veröffentlicht. Das bedeutet, ich würde dann nur 3 Online-Stellenanzeigen erwarten. So, man kann nicht erwarten, dass eine 1:1 bei diesen Vergleichen produzieren würde. Und das auch ein Problem ist, dass für manche Daten hat man die Daten für die sozialversicherungspflichtige und geringfügige Beschäftigte und für manche wie zum Beispiel begonnene Beschäftigungsverhältnisse, hat man nur für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Also genau, gibt es Schwierigkeiten da. Und daher ist es relativ so schwierig, wirklich zu sagen, unsere Daten sind oder sind nicht repräsentativ anhand dieser vergleichenden Analysen. Und aber sowieso, und wie ich jetzt zeigen werde, diese Vergleiche können trotzdem wichtige Einblicke liefern. Ja. Zum Beispiel, wenn man die Anteile der einzelnen Wirtschaftszweige oder KLDB-Steller nach Jahr vergleicht. Das hilft hauptsächlich bei der Identifizierung von Verzerrungen bei den Analysen. Und so als Beispiel sagen wir mal, ich habe die Frage, was sind die häufigsten Kompetenzen, die Arbeitnehmer in medizinische Gesundheitsberufe haben sollten. Das ist genau der Berufshauptgruppe medizinische 81. Ne? Und unter diesem Hauptberuf gibt es 8 verschiedene Berufsgruppen.
Und dann ich gucke auf die Beschäftigungsdaten und ich sehe, okay, 10% der Beschäftigte in diesen Hauptgruppe 81 sind bei Berufsgruppe 811 beschäftigt, also Arzt- und Praxishilfe. Aber dann gucke ich auf meinen Datensatz von Stellenanzeigen und sehe, oh, eigentlich habe ich, keine Ahnung, 20% der Online-Stellenanzeigen dazu geordnet. Nee, und was bedeutet das? Dass wenn ich so eine Frage antworten will, muss ich wissen, dass meine Ergebnisse gegenüber eine oder mehreren Gruppen, in diesem Fall dieser 811, voreingenommen sein werden. Also es wird da Verzerrungen geben. Ja. Auch hilft das, die Identifizierung von Ausreißern zu identifizieren. Also wie zum Beispiel Sie da rechts bei dieser Grafik sehen können, die Abteilung 78, ich glaube, viele kennen das schon, das ist eine problematische Abteilung, wenn man mit Online-Stellenanzeigen arbeitet. Also wenn man die Anteil von begonnenen Beschäftigungsverhältnisse sieht, also die Abteilung 78 repräsentiert ungefähr 9% im Jahr 2020 von den begonnenen Beschäftigungsverhältnissen. Aber in unserem Datensatz, dieser Anteil von Online-Stellenanzeigen ist 44%. Also viel höher. Ne? Und was das zeigt, ist dann, okay, also warum ist dieser Anteil so groß? Und das zeigt uns, okay, wir müssen tiefer hier in dieser Abteilung schauen und versuchen zu verstehen, warum diese Anteile so unterschiedlich sind. Ne? Andere Indikatoren, die vielleicht auch ja, relevant sein können. Erstmals eins, der ich so Zuflussverhältnis genannt habe, das ist einfach die Anzahl von begonnenen Beschäftigungsverhältnisse geteilt durch Anzahl von Beschäftigten, und das ist so ein Maß für Fluktuation von ArbeitnehmerInnen. Das sagt einfach so, wie viele der derzeitigen Mitarbeiter in diesem Jahr eingestellt wurden. Ja, also einfach Zufluss geteilt durch Bestand. Ja. Und ein anderes ist Anzahl von Online-Stellenanzeigen im Vergleich zu begonnenen Beschäftigungsverhältnissen. Und in anderen Worten, das sagt so, wie viele OGVs für die Einstellung neuer Mitarbeiter genutzt wurden, so sehr grob gesagt. Ne? Und manchmal kriegt man, wenn man solche ja, Indikatoren sieht, manchmal kriegt man Ergebnisse, die intuitiv aussehen und manchmal die gar nicht intuitiv aussehen. Zum Beispiel dabei die Filmindustrie, also Abteilung 59. Das sieht man, dass wir viel mehr begonnene Beschäftigungsverhältnisse haben als Beschäftigte. Das bedeutet eine sehr hohe Fluktuation bei dieser Abteilung gibt, aber wir die Anzahl von Online-Stellenanzeigen relativ niedrig ist. Das könnte bedeuten zum Beispiel, dass ja also viele von diesen begonnenen Beschäftigungsverhältnissen durch Netzwerke wirklich passieren und so. Aber man kann auch genau das Gegenteil haben, wie nochmals unser Lieblingsabteilung 78, wo man wirklich sieht, dass ja, also zum Beispiel da bei Wirtschaftsgruppe 783, sonstige Überlassung von Arbeitskräften, dass wir mehr als 40, also die Anzahl von Online-Stellenanzeigen mehr als 40 mal größer ist als die Anzahl von begonnene Beschäftigungsverhältnis. Und Hinweis, das ist schon deduplizierte Daten. Hier, also in diesem Datensatz hier haben wir schon die dedupliziert. Wenn man die undeduplizierte, also die nicht deduplizierte Daten gucken würde, das würde noch viel größer sein. Ne? Und dann die Frage ist, warum? Warum haben wir solche Nummern? Ne? Und ja, hier sind einige möglichen Bedeutungen. Ich werde auch im Chat da ein Dokument posten, wo ich mehrere ja, aufgelistet habe. Aber ja, erstmals gibt es technische Bedeutungen. Ne? Vielleicht sind das einfach Fehler in den Algorithmen. Die Daten werden falsch klassifiziert bei der Datensammlung, Datenverarbeitung. Vielleicht werden die einfach auch nicht genug dedupliziert. Wir haben vielleicht sehr viele duplizierte Stellenanzeigen oder die Methoden der Deduplizierung nicht gut genug oder ja, schwierig einfach sind. Es kann auch bedeuten, dass eine Stellenanzeige mehrere offene Stellen entspricht oder auch andersrum, was normalerweise der Fall ist, dass wir für eine Stelle mehrere Stellenanzeige haben. Es kann auch sein, wenn wir sehr niedrigere eine sehr niedrige Anzahl von Stellenanzeigen haben, dass einfach diese nicht öffentlich zugänglich sind, also daher einfach nicht gesammelt werden. Ne?
Es können auch ja, inhaltliche Bedeutungen geben, dass zum Beispiel, ich bin schon bei 10 Minuten, ich werde fast fertig da sein, hohe niedrige Nutzung von digitaler Kanäle, ne, wenn man ja, sehr viele Online-Schein nutzt oder nicht. Es kann auch hindeuten, hoffentlich, dass es ein Missverhältnis von Angebot und Nachfrage gibt, weil wenn ich Schwierigkeiten habe, passende Bewerber zu finden, habe ich Anreize, auf mehrere Portalen diese Stellenanzeigen zu veröffentlichen und auch diese dann nach Portal ein bisschen anders zu machen. Es gibt auch Marketingstrategien wie Simulierung von Wachstum, was passiert. Und manchmal sind das auch mathematische Bedeutungen. Ne? Also da zum Beispiel dieser, wenn man Online-Stellenanzeigen durch begonnene Beschäftigungsverhältnisse teilt, also Online-Stellenanzeigen beinhalten sozialversicherungspflichtige und geringfügige Beschäftigte, aber wir haben nur die Daten von der Bundesagentur für Arbeit für sozialversicherungspflichtige begonnene Beschäftigungsverhältnisse. Genau. Und so, Zusammenfassung. Was passiert dann? Also erstmals, die Abdeckung repräsentativ von Online-Stellenanzeigen sind sehr schwierig zu messen. Mit solchen Analysen kann man nicht klare Aussagen treffen, weil erstmal, wir haben keine Ground-Truth-Daten für Online-Stellenanzeigen und diese Analysen produzieren eigentlich mehr Fragen als Antworten. Also und man weiß nicht wirklich, liefern die Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt oder eigentlich über die Probleme bei der Datenerhebung und Datenverarbeitung. Ja. Und letztendlich ja, aber so wie ich hier gezeigt habe, diese vergleichende Analyse können schon aber gute Erkenntnisse liefern, wie zum Beispiel Plätze, wo es Verzerrungen möglicherweise gibt, wo es Ausreißer möglicherweise gibt, die Fokusgruppen, man sich auf den man fokussieren sollte und genau ein bisschen eine Idee gegeben, wo es weitere Analysen Qualitätssicherung durchgeführt werden soll. Und hoffentlich da können Sie auch zeigen, wo es vielleicht Engpässe, Digitalisierung der Rekrutierung und solche weitere Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geben. Aber genau, das wär's. Entschuldigung, ich musste sehr schnell durch alles gehen, aber hoffentlich das war alles verständlich.